Hallo, liebe Freunde der Astrologie. Am 14. Oktober haben wir einen ganz besonderen Neumond, denn dieser Neumond kommt mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis einher. Am 14. Oktober um 19:55 Uhr findet diese auf 21 Grad Waage statt. Natürlich merkt man schon Tage vorher die starke kosmische Energie dieses Ereignisses. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis zieht der Mond vor der Sonne vorbei, aber dabei verdeckt er nicht vollständig die Sonnenscheibe. Stattdessen bleibt ein leuchtender Ring um den Mond herum sichtbar. Dies geschieht, weil der Mond in seiner Umlaufbahn um die Erde nicht immer die gleiche Entfernung zur Erde hat. Zu sehen ist dieses Phänomen vor allem in Nord- und Südamerika. Die Länder, in denen diese Sonnenfinsternis zu sehen ist, diese Länder werden besonders davon beeinflusst. Alte Muster und Verhaltensweisen sollen aufgebrochen werden, um Platz für Neues zu schaffen. Politische Veränderungen oder wichtige politische Entscheidungen stehen jetzt an der Tagesordnung. Und auf individueller Ebene können Sonnenfinsternisse eine Zeit der persönlichen Transformation und der Selbsterkenntnis sein. Man kann während dieser Zeit wichtige Entscheidungen treffen und Veränderungen im Leben vornehmen. Und mit dem Neumond in der Waage sind wir aufgefordert, unseren Fokus jetzt auf unsere Beziehungen zu richten. Dabei geht es nicht nur um die partnerschaftlichen Beziehungen, es geht um Freundschaften, Kollegen, Vorgesetzte und auch um politische Beziehungen. Harmonie und Diplomatie sind nun gefragt. Da die Waage ja das Zeichen des Kompromisses ist, kann es sein, dass politische Parteien und auch Nationen versuchen, gemeinsame Lösungen für Konflikte und Probleme zu finden. Die Waage ist auch sehr sensibel für Ungerechtigkeiten. Während dieser Zeit kann es verstärkte Bemühungen geben, soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen und eine faire Verteilung von Ressourcen anzustreben. Auch künstlerische Ausdrucksformen und kulturelle Veranstaltungen stehen im Zentrum. Kunst und Kultur werden nun wieder mehr gefördert. Und somit kann es auch für dich persönlich bedeuten, dass du dich auf eine Veränderung einstellen solltest. Die Auswirkungen von Finsternissen können nämlich bis zu 6 Monaten zu spüren sein. Die Herausforderung besteht darin, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die uns bisher geschwächt haben und auch unsere Selbstermächtigung untergraben haben. Die Umstände, in der wir sind, werden uns erkennen lassen, wo wir unserem authentischen Selbst nicht treu geblieben sind. Und dann sind wir auch in der Lage zu verstehen, dass Veränderungen oder Trennungen für Wachstum eben mal notwendig sind. Es ist eine gute Zeit, sich auf die konstruktiven Eigenschaften des Waagezeichens zu konzentrieren. Und zwar sind das Diplomatie, Toleranz, Gerechtigkeit, Harmonie und Schönheit, um nur einige zu nennen. Also überlege, wie du diese Qualitäten in dein Leben integrieren kannst. Des Weiteren ist dies eine Zeit, in der wir dazu aufgefordert sind, uns authentisch auszudrücken, sich so zu zeigen, wie man ist und sich eben nicht mehr zu verstellen. So lernen wir auch, uns auf uns selbst zu verlassen und niemandem die Schuld zuzuweisen, wenn in unserem Leben etwas nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, und da diese Sonnenfinsternis bzw. der Neumond auch eine Konjunktion zum Merkur bildet, wird dadurch auch unsere Kommunikation miteinander beeinflusst und unser Denken kann sich radikal verändern. Ganz intuitiv können wir plötzliche Ideen haben oder man überdenkt bestimmte Ansichten oder Überzeugungen, um eine Veränderung herbeizuführen. Und diese Sonnenfinsternis bildet auch noch ein Quadrat zu Pluto. Mit Pluto müssen wir wahrscheinlich zuerst ein paar Hindernisse aus dem Weg räumen, die uns allerdings auch Angst machen können. Diese Hindernisse können etwas mit dem Thema Macht zu tun haben. Man kann das Bedürfnis verspüren, Kontrolle über bestimmte Aspekte des Lebens zu erlangen, was aber nicht möglich sein wird, denn Pluto möchte Transformation. Und das geht nicht, wenn man die Kontrolle behalten will. Loslassen ist hier ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich auch Angst macht. Aber wenn wir lernen,
die Dinge oder Menschen loszulassen, kann ein großer innerer Wandel in jedem von uns geschehen. Okay, wenn du dein Horoskop gut kennst, dann schaue nach, ob du Planeten im Zeichen Waage zwischen 19 und 23 Grad zu stehen hast. Auch Planeten, die zwischen 19 und 23 Grad Widder, Krebs oder Steinbock stehen, sind betroffen. Ich werde nun für alle Zeichen deuten, was diese Finsternis für dich zu bedeuten hat. Dabei beziehe ich mich wie immer auf den Aszendenten. Also bitte finde deinen Aszendenten heraus, am besten unter astro.com oder melde dich bei mir mit deinen Geburtsdaten, dann werde ich dir mitteilen, in welchem Haus diese Finsternis bei dir stattfindet. Bitte denkt auch daran, dass dies immer nur eine ungefähre Deutung sein kann, da ein Geburtshoroskop sehr individuell ist und die Größen der Häuser stark variieren können. Aber wenn du deine Geburtsurzeit kennst, dann wirst du selbst herausfinden können, in welchem Haus diese Finsternis bei dir stattfindet. Schaue einfach nach, wo in deinem Horoskop ungefähr 21 Grad Waage ist. Wenn du dort in der Nähe deine Sonne, deinen Aszendenten oder andere persönliche Planeten zu stehen hast, wird diese Sonnenfinsternis eine transformative Zeit für dich einleiten. Bevor ich jetzt jeden einzelnen Aszendenten deute, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du dich bei mir für ein kostenloses Informationsgespräch in meinem Kalender eintragen kannst. Dann können wir beide besprechen, ob eine astrologische Beratung dir bei deiner momentanen Situation helfen kann. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Beschreibung. Okay, ihr Lieben, wie immer fange ich mit dem Zeichen Widder an. Für die Widder-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 7. Haus stattfinden. Diese Sonnenfinsternis bedeutet für dich als Widder-Aszendenten, dass du in deinen Beziehungen tiefe Veränderungen durchmachst. Das 7. Haus ist das Haus der Partnerschaften, der Ehe und auch der offenen Feinde. Und eine Sonnenfinsternis in diesem Haus kann bedeuten, dass du mit Herausforderungen in deinen Beziehungen konfrontiert wirst, die dich dazu zwingen, tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Du wirst vielleicht dazu aufgefordert, deine Beziehungen zu überdenken und auf eine tiefere Ebene zu bringen. Es ist eine Zeit, um dich mit Themen wie Verpflichtungen, Bindungen und Partnerschaften auseinanderzusetzen. Finde heraus, was dir wirklich wichtig in einer Beziehung ist. Auch ist es möglich, dass du dich in dieser Zeit mit offenen Feinden auseinandersetzen musst. Dies kann sich durch Konflikte und Auseinandersetzungen in deinen Beziehungen jeglicher Art oder in Partnerschaften zeigen. Es ist jedoch auch wichtig zu beachten, dass eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich nicht unbedingt negative Auswirkungen haben muss. Eine Zeit der Heilung und des Wachstums in deinen Beziehungen kann auch eingeleitet werden, damit du eine tiefere Verbindung zu deinem Partner oder zu anderen Menschen aufbauen kannst. Nutze diesen Moment, um dich mit deinen Werten und Bedürfnissen in deinen Beziehungen auseinanderzusetzen und finde heraus, was du wirklich von deinen Partnerschaften erwartest. Letztendlich kann dies eine Chance sein, um deine Beziehungen auf eine tiefere und bedeutungsvollere Ebene zu bringen. Sei einfach offen für das Gute, das sich aus dieser Sonnenfinsternis für dich ergeben kann. Für die Stier-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 6. Haus stattfinden. Das bedeutet für dich, dass du Veränderungen im Bereich deiner Arbeit, deiner Gesundheit und deines täglichen Alltags durchmachst. Das 6. Haus ist das Haus der Routine, der Arbeit und des Körpers. Und eine Sonnenfinsternis kann hier bedeuten, dass du dich mit Veränderungen in diesen Bereichen auseinandersetzen musst. Also, wenn es um die Arbeit geht, kann es sein, dass du neue Karrierechancen erhältst oder auch mit Veränderungen in deiner aktuellen Arbeit konfrontiert wirst. Dies kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben, abhängig von deiner Einstellung und auch deiner Bereitschaft, dich anzupassen.
Wenn du bereit bist, dich auf neue Herausforderungen einzulassen, kann dies eine Chance sein, dich beruflich weiterzuentwickeln und deine Fähigkeiten auch zu entwickeln. Außerdem kannst du dazu aufgefordert werden, deine täglichen Abläufe und Routinen zu überdenken und neue Wege zu finden, um dein Leben besser zu organisieren. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du in einer schlechten Routine feststeckst oder dass deine Arbeit dich zu sehr belastet. Nutze diese Zeit, um neue Wege zu finden, um deine Arbeit und dein Leben besser auszubalancieren und um dein körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verbessern. Und eine Sonnenfinsternis im 6. Haus kann auch noch bedeuten, dass du dich mit deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden auseinandersetzen musst. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit nicht gut gefühlt oder hattest Probleme mit deiner Gesundheit. Es ist eine gute Zeit, um dich um deine Gesundheit zu kümmern und auch um neue Wege zu finden, um dein körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verbessern. Insgesamt kann dies eine Chance sein, um dein Leben und deine Arbeit auf eine tiefere und bedeutsamere Weise zu gestalten. Du kannst dich nun beruflich weiterentwickeln und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden verbessern. Wenn du bereit bist, dich den Herausforderungen zu stellen und Veränderungen vorzunehmen, kann dies eine Zeit des Wachstums und der persönlichen Entwicklung sein. Für die Zwillinge-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 5. Haus stattfinden. Diese Sonnenfinsternis kann eine Zeit der Kreativität, der Selbstentfaltung und der Selbstentdeckung sein. Das 5. Haus ist das Haus der Kreativität, der Freizeit, der Kinder und der romantischen Beziehungen. Eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich wird dich ermutigen, Veränderungen vorzunehmen. Wenn es um Kreativität geht, kann dies bedeuten, dass du neue kreative Projekte beginnst oder dass du deinen kreativen Ausdruck auf eine tiefere Ebene bringst. Dies kann eine Zeit sein, um neue Talente zu entdecken oder um alte Talente wieder zu entdecken, die du vielleicht vernachlässigt hast. Nutze diese Zeit, um deine kreative Seite zu erkunden und neue Wege zu finden, um dich auszudrücken. Eine Sonnenfinsternis im 5. Haus kann auch bedeuten, dass du dich mit deiner Freizeit und deinen Hobbys auseinandersetzen musst oder möchtest. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du viel Zeit mit Dingen verbringst, die dir keine Freude bereiten oder dass du zu wenig Zeit hast, um dich mit Dingen zu beschäftigen, die dir wirklich am Herzen liegen. Nutze diese Zeit, um deine Freizeit neu zu organisieren und um mehr Zeit für die Dinge zu haben, die dich wirklich glücklich machen. Außerdem geht es hier auch um die romantischen Beziehungen und um Kinder. Wenn du in einer romantischen Beziehung gerade bist, kann es sein, dass du dich auf eine tiefere Ebene mit deinem Partner verbindest oder dass du neue Beziehungen eingehst. Wenn du Kinder hast, solltest du dich auf sie konzentrieren und neue Wege finden, um deine Beziehung zu ihnen zu vertiefen. Insgesamt kann dies eine Zeit der Kreativität, der Selbstentfaltung und der Selbstentdeckung sein. Wenn du bereit bist, dich auf neue Erfahrungen einzulassen, kann diese Zeit zu persönlichem Wachstum und zur Selbstentfaltung beitragen. Für die Krebsaszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 4. Haus stattfinden. Dies kann eine intensive Zeit sein, in der du dich mit deinem emotionalen Kern und deiner Vergangenheit auseinandersetzt. Die Veränderungen, die in diesem Haus auftreten, können tiefgreifende Auswirkungen auf dein emotionales Wohlbefinden und deine Stabilität haben. In diesem Sinne kann dies eine Chance sein, um an der Verarbeitung von alten Verletzungen und emotionalen Blockaden zu arbeiten, die dich vielleicht belasten. Es kann auch eine Zeit sein, in der du dich deiner Familie und deinen Wurzeln widmest und dich auf die Stärkung deiner Beziehungen in diesem Bereich konzentrierst. Das 4. Haus ist auch mit dem Zuhause verbunden. Und so kann eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich dazu führen, dass du dein Zuhause veränderst, um es deinen aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
In Bezug auf deine Kindheitserinnerungen kann es auch eine Zeit sein, in der du dich mit ungelösten Problemen oder Emotionen aus deiner Vergangenheit auseinandersetzen musst. Wenn du in der Lage bist, diese Themen anzugehen und zu verarbeiten, kannst du dich von alten Verletzungen und negativen Mustern befreien und dich besser auf deine Zukunft konzentrieren. Insgesamt ist dies eine intensive Zeit des Wandels und der Transformation. Wenn du bereit bist, deine emotionale Vergangenheit aufzuarbeiten, kann dies eine Chance für persönliches Wachstum, Selbsterkenntnis und emotionale Stabilität sein. Für die Löwe-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 3. Haus stattfinden. Dies wird eine Zeit des Wandels und des Fortschritts in Bezug auf deine Kommunikation und dein Denken sein. Das 3. Haus ist das Haus der Kommunikation, des Denkens, auch der Geschwister und auch des Lernens. Du kannst dich nun mit Veränderungen in deiner Kommunikation oder deinem Denken auseinandersetzen. Vielleicht hast du das Bedürfnis, besser zu kommunizieren oder deine Denkweise zu verändern, um Fortschritte im Leben zu erzielen. In diesem Zusammenhang kann dies auch bedeuten, dass du neue Fähigkeiten lernen oder bestehende Fähigkeiten verbessern möchtest. Außerdem solltest du die Beziehungen zu Geschwistern oder anderen Familienmitgliedern stärken. Vielleicht hast du nun auch das Bedürfnis, dich auf eine Kurzreise zu begeben. Dies würde dir gut tun, besonders wenn du an der Entwicklung deiner kreativen oder auch schriftstellerischen Fähigkeiten arbeiten möchtest. Nutze diese Zeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen, deine Kommunikation zu verbessern, deine Denkweise zu verändern und dich auch mit Familienmitgliedern auseinanderzusetzen. Wenn du bereit bist, dich auf diese Veränderungen einzulassen, kann es eine Zeit des persönlichen Wachstums und der Selbstentfaltung werden. Für die Jungfrau-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 2. Haus stattfinden. Dies kann eine Zeit der Selbstreflexion und der inneren Transformation in Bezug auf dein Selbstwertgefühl, deinen Finanzen und deinen Werten allgemein sein. Vielleicht hast du das Bedürfnis, deine Selbstliebe zu verbessern und deine inneren Überzeugungen und Wertevorstellungen zu stärken. In diesem Zusammenhang kann es sein, dass du deine inneren Überzeugungen und Wertevorstellungen in Frage stellst und gegebenenfalls ändern möchtest. Vielleicht möchtest du dich mehr auf Dinge konzentrieren, die dir wirklich wichtig sind. Du solltest deine Prioritäten neu ordnen, um ein besseres Verständnis deiner eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu entwickeln. Außerdem kann dies auch eine Zeit sein, in der du dich mit deinen materiellen Bedürfnissen und Wünschen auseinandersetzt und deine Einstellung zu Geld und Besitztümern überdenkst. Du kannst nun lernen, wie du deine finanzielle Situation verbessern und ein besseres Verständnis von deinen Finanzen und Werten erlangen kannst. Nutze diese Zeit, um deine Selbstliebe und dein Selbstwertgefühl zu stärken, deine inneren Überzeugungen und Wertevorstellungen zu hinterfragen und dich auf deine innere Entwicklung und deine finanzielle Situation zu konzentrieren. Wenn du bereit bist, dich auf diese Veränderungen einzulassen, kann es eine Zeit des Wachstums und der persönlichen Entwicklung sein. Für die Waage-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 1. Haus stattfinden. Für dich als Waage wird es eine ganz besonders transformative Zeit sein, denn diese Finsternis findet ja in deinem eigenen Zeichen statt. Dies kann für dich eine Zeit des persönlichen Wandels und der Transformation bedeuten. Dein 1. Haus repräsentiert dein Selbst, deine Persönlichkeit und dein Erscheinungsbild. Und eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich kann bedeuten, dass du dich auf eine tiefgreifende Weise verändern wirst. Während dieser Zeit kann es sein, dass du alte Gewohnheiten, Denkmuster oder Verhaltensweisen hinter dir lässt, um Platz für eine neue, verbesserte Version von dir selbst zu erschaffen.
Du wirst dich wahrscheinlich intensiver mit Fragen zur eigenen Identität auseinandersetzen. Du bist jetzt mehr als sonst bereit, in deinem Leben neue Wege einzuschlagen und alte Muster abzulegen, um dich auf eine frische und selbstbewusste Art und Weise zu präsentieren. Allerdings kann es auch zu Herausforderungen kommen. Du könntest mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten konfrontiert werden, die es schwierig machen, Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, geduldig und einfühlsam mit dir selbst umzugehen und dich darauf zu konzentrieren, wer du wirklich sein möchtest. Diese Sonnenfinsternis kann eine Chance für dich sein, deine Persönlichkeit und dein Leben auf eine ganz neue Ebene zu bringen, wenn du bereit bist, dich auf Veränderungen einzulassen und mit ihnen zu wachsen. Für die Skorpion-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 12. Haus stattfinden. Dies wird eine Zeit der Selbstreflexion und der spirituellen Entwicklung für dich sein. Das 12. Haus ist ja das Haus des Unbewussten, der Träume und der spirituellen Verbindung. Und eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich kann bedeuten, dass du dich auf eine tiefgreifende Weise mit deinem inneren Selbst und deiner Spiritualität auseinandersetzt. Vielleicht werden deine verborgenen Talente und Potenziale nun ans Licht kommen, damit sie endlich in deinem Leben entfaltet werden können. Auch solltest du dich von Altlasten oder anderen Dingen, die dich in deinem Leben zurückhalten, befreien. In der Zeit der Sonnenfinsternis kann es auch sein, dass du deinen tiefsten Ängsten, Unsicherheiten und Schattenseiten begegnest und du dich unsicher oder verloren fühlst. Alte Gewohnheiten und Denkmuster, die dir nicht mehr dienen, dürfen nun losgelassen werden. Es ist hilfreich, sich auf eine tiefere spirituelle Ebene zu verbinden. Das gelingt am besten durch Meditation, Traumarbeit oder anderen spirituellen Praktiken. Es ist wichtig, Geduld und Mitgefühl mit dir selbst zu üben und dich darauf zu konzentrieren, auf deine innere Stimme und deine spirituelle Führung zu hören. Diese Sonnenfinsternis ist eine Chance, um dich auf einer tieferen Ebene deines Seins zu verbinden und dich von alten Mustern und Ängsten zu befreien, damit du eine größere spirituelle Verbindung erreichen kannst. Für die Schütze-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 11. Haus stattfinden. Dies kann eine Zeit der Veränderung und des Wachstums in deinen sozialen Beziehungen und in deinem Engagement in der Gemeinschaft darstellen. Das 11. Haus ist das Haus der Freunde, der Gruppenzugehörigkeit und der sozialen Verantwortung. Und eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich kann bedeuten, dass du dich auf eine tiefgreifende Weise mit deiner Rolle in der Gesellschaft und deiner Verbindung zu anderen Menschen auseinandersetzt. Es ist möglich, dass du nun neue Freundschaften schließt oder auch dich von alten Freunden trennst, die nicht mehr zu dir passen. Es kann auch eine Zeit sein, in der du dich auf neue Gemeinschaftsprojekte oder soziale Aktivitäten konzentrierst, die dir wirklich am Herzen liegen. Und es kann auch bedeuten, dass du dich auf eine tiefere Ebene mit deinen Zielen und Visionen für deine Zukunft auseinandersetzt. Manchmal kannst du dich aber auch unsicher oder verwirrt fühlen. Es ist wichtig, Geduld und Offenheit zu üben und dich darauf zu konzentrieren, deine Verbindungen zu anderen Menschen zu stärken und deine Visionen für deine Zukunft zu klären. Diese Sonnenfinsternis kann auch eine Chance für dich sein, dich auf eine tiefere Ebene mit deiner Gemeinschaft und deinen Freundschaften zu verbinden und deine Rolle in der Gesellschaft zu definieren. Es ist eine Zeit der Selbstreflexion und des inneren Wachstums. Aber es ist wichtig, darauf vorbereitet zu sein, dass Herausforderungen auch auftreten können. Für die Steinbock-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 10. Haus stattfinden. Dies kann eine Zeit der Veränderungen und des Wachstums in deiner beruflichen Laufbahn und deiner öffentlichen Wahrnehmung darstellen. Das 10. Haus ist das Haus des Erfolgs, der Karriere und der öffentlichen Wahrnehmung
Und eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich kann bedeuten, dass du dich auf eine tiefgreifende Weise mit deiner beruflichen Entwicklung und deiner Rolle in der Gesellschaft auseinandersetzt. Während dieser Zeit kann es sein, dass du neue Karrieremöglichkeiten erkundest oder dich von alten beruflichen Verpflichtungen löst, die dir nicht mehr dienlich sind. Es ist auch möglich, dass du dich auf deine berufliche Weiterbildung und die Entwicklung deiner Führungsqualitäten konzentrierst. Vielleicht setzt du dich auf einer tieferen Ebene mit deiner öffentlichen Wahrnehmung auseinander und deine Präsenz und Anerkennung in der Gesellschaft kann auch gestärkt werden. Manchmal kannst du dich aber auch unsicher oder schwach fühlen. Es ist wichtig, Geduld und Entschlossenheit zu üben und dich darauf zu konzentrieren, deine beruflichen Ziele und Visionen zu klären und deine berufliche Entwicklung voranzutreiben. Diese Sonnenfinsternis ist eine Chance, dich auf einer tieferen Ebene mit deiner öffentlichen Rolle zu verbinden und dich auf neue Karrieremöglichkeiten und Führungsrollen einzulassen. Nutze diese Zeit, um neue Wege des Erfolgs zu erkunden. Für die Wassermann-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 9. Haus stattfinden. Diese Sonnenfinsternis kann eine Zeit der Veränderung und des Wachstums in deinem spirituellen Leben, deinem Glauben und deiner Bildung darstellen. Das 9. Haus ist das Haus der Philosophie, des Glaubens, der Reisen und der höheren Bildung. Und eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich kann bedeuten, dass du dich auf eine tiefgreifende Weise mit deinem Glauben, deinem Wissen und deiner spirituellen Entwicklung auseinandersetzt. Während dieser Zeit kann es sein, dass du dich auf neue spirituelle Praktiken oder religiöse Überzeugungen einlässt oder dich von alten Glaubenssystemen oder Überzeugungen trennst, die dir nicht mehr dienlich sind. Es kann auch eine Zeit sein, in der du dich auf neue Bildungschancen oder Reisen konzentrierst, die dein Wissen und dein Horizont erweitern. Vielleicht setzt du dich auch auf einer tieferen Ebene mit deiner philosophischen Haltung und deiner Suche nach der höheren Wahrheit auseinander. Manchmal kannst du dich auch unsicher oder verwirrt fühlen. Daher ist es wichtig, Geduld und Offenheit zu üben und dich darauf zu konzentrieren, deine spirituelle Praxis und dein Wissen zu erweitern und deine Verbindung zu höheren Wahrheiten zu stärken. Diese Sonnenfinsternis kann eine Chance für dich sein, dich auf einer tieferen Ebene mit deinem Glauben, deiner Bildung und deiner spirituellen Entwicklung zu verbinden und auch neue Wege des Wissens und der Erkenntnisse zu erkunden. Mache dich nun auf eine tiefgründige Suche nach höherer Wahrheit und finde neue Wege des Wachstums und der Erweiterung deines Horizonts. Für die Fische-Aszendenten wird diese Sonnenfinsternis wahrscheinlich im 8. Haus stattfinden. Diese Sonnenfinsternis kann bedeuten, dass du dich auf eine Zeit der Transformation und Veränderung in deinem Leben vorbereiten musst. Du wirst mit den tiefgründigsten Themen deines Lebens konfrontiert werden. Und es ist wichtig, diese Herausforderungen mit Offenheit und Ehrlichkeit anzugehen. Denn das 8. Haus ist das Haus des Sterbens und der Wiedergeburt. Und eine Sonnenfinsternis hier kann dich dazu auffordern, dich von alten Mustern, Verhaltensweisen und Beziehungen zu lösen, die dich im Leben zurückhalten. Es kann eine Zeit sein, in der du tief in deine Psyche eintauchen musst, um Wunden und Blockaden zu heilen, die dich daran hindern, dein volles Potenzial zu entfalten. Das 8. Haus ist auch das Haus des gemeinsamen Besitzes und der Finanzen. Dies kann bedeuten, dass du mit Themen wie Erbschaften, Schulden, Steuern oder gemeinsamen Besitz konfrontiert wirst. Es ist wichtig, diese Themen nicht zu ignorieren oder zu verdrängen. Auch ist es wichtig zu beachten, dass eine Sonnenfinsternis in diesem Bereich nicht unbedingt negative Auswirkungen haben muss. Es kann eine Zeit der Transformation und des Wachstums sein, in der du eine tiefere spirituelle Verbindung zu deinem Partner oder zu Menschen in deiner Umgebung aufbaust und gemeinsam
Herausforderungen meisterst. Letztendlich kann es eine Chance sein, um dein Leben auf eine tiefere und bedeutsamere Weise zu gestalten. Nutze diese Zeit, um dich selbst besser kennenzulernen und dich auf die nächste Phase deines Lebens vorzubereiten. Ja, das war's zu dieser sehr wichtigen und transformativen Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023. Egal, was nun auf dich zukommt, bleib positiv und lass los. Denn das ist es, was diese Sonnenfinsternis möchte. Sie möchte, dass wir lernen, loszulassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir auch ein Like dalässt. Alles Liebe, bis bald.